Egal mit wem man zu tun hatte, egal mit welcher Fachabteilung man in Chemnitz in Berührung kam, die standen alle dahinter. Also es hat jeder Bock auf dieses Projekt gehabt. Das ist kein normales Projekt gewesen. Wir bewegen uns, was die Genauigkeiten betrifft, absolut im Grenzbereich, was im Maschinenbau noch möglich ist. Unsere Kernkompetenz ist, Komplettlösungen für die Hart-Fein-Bearbeitung von Verzahnungen und Sonderprofilen anzubieten. Hinzu kommen die Werkzeuge und am Ende auch der Bearbeitungsprozess, den wir hier im Haus mitentwickeln, mit dem Kunden und dann mit der Maschine ausliefern. Unsere Endkunden fordern von uns teilweise wirklich Zehntelmühbereiche. Ganz klar an erster Stelle steht die Qualität. Wir wollen uns natürlich mit jedem Invest auch weiterentwickeln. Am Ende ist es halt ein ganz nüchterner Auswahlprozess, wo man sagt, diese Maschine passt am besten zu uns, erfüllt die Anforderungen, die wir haben. Ein HEC 800 mit Hochgenauigkeitspaket. Die qualifiziert nur unsere Bauteile hinsichtlich Form, Lager und Maßtoleranzen. Aber das im 3-Mühbereich. In dem Fall geht es immer um Präzision. Immer. Alle Werkstücke von Kapp, die Hochgenauigkeitsbearbeitung benötigen, sollten auf die Maschine passen. Alles, was innerhalb von 1 Kubikmeter geht, müssen wir hier bearbeiten können. Also das war eine Frage der Größe. Und dann als nächstes die Frage der Genauigkeit. Die mechanische Grundgenauigkeit der Maschine muss zu 100% hergestellt sein. In Chemnitz, die sind in der Lage, uns eine Maschine in diesem Qualitätsniveau zu liefern. Wir sind mit allem, was wir tun, absolut am Grenzbereich. Es funktioniert nur mit Sachverstand und mit Herzblut. Wir haben 6 Normpaletten und nochmal 3 explizit eingeschabte Paletten, die vorrangig für Einzelteile hergenommen werden. Geschabte Maschinenpaletten, wo wir nochmal das letzte Mühe spalten. Hier ist Leidenschaft, hier ist Sachverstand. Deswegen war das ganze Geschäft ein Stück weit Vertrauenssache. Ne? Und da haben wir uns halt in Chemnitz am besten aufgehoben gefühlt. Ne? Natürlich ist es auch eine Frage, bei welchem Hersteller fühle ich mich am besten aufgehoben. Das haben wir halt in diesem Prozess alles abgeklopft und sind dann am Ende bei Starrag gelandet.